Wie hat sich mein Leben positiv verändert, seit ich die Minimalismusprinzipien und die 10 Gebote der Leichtigkeit konsequent anwende? Darum geht es in diesem Video. Es sind 7 Dinge, die sich zum Positiven verändert haben. Das erste ist die Produktivität. Seit ich konsequent minimalistisch lebe und eben nach den 10 Geboten der Leichtigkeit, ich schreibe übrigens gerade ein Buch genau darüber, seit ich das tue, bin ich viel produktiver. Ich habe sozusagen nicht 7 Leben, aber 5 Leben, weil ich mich konsequent an das Pareto-Prinzip halte. Das heißt, ich mache genau das, was nötig ist, genau so viel Aufwand. Ich gebe nur in die Essenz Energie rein und alles Unnötige lasse ich weg. Ich bin deshalb viel schneller und weil ich nur noch 20% brauche und die Dinge eben schnell stehen lasse und nicht in einen Perfektionismus verfalle, kann ich viel mehr machen. Ich überlege auch gar nicht mehr so viel. Ich spüre in mich rein, ich entscheide sehr schnell, nämlich intuitiv, wenn sich etwas richtig und gut anfühlt. Und ich suche nicht immer das Allerbeste. Wenn sich etwas gut anfühlt, dann tue ich es. Wenn ein Kameramann, mit dem ich zum Beispiel heute drehe, sich gut anfühlt, dann sage ich ja und mache nicht noch Preisverhandlungen mit 5 anderen auch. Also ich nehme, was kommt und mache das Bestmögliche daraus und bin zufrieden und ich gehe weiter zum nächsten Punkt. Das Zweite, was ich gewinne, ist dieses Hans im Glück-Gefühl. Du kennst das Märchen der Gebrüder Grimm. 1812 wurde es zum ersten Mal publiziert. Die Geschichte von Hans im Glück, der nach 7 Jahren harter Arbeit einen Goldklumpen bekommt. Und irgendwann wird ihm dieser Goldklumpen zu schwer zum Tragen. Er tauscht ihn dann ein Pferd, eine Kuh und am Schluss befreit er sich komplett und fühlt sich eben so leicht und befreit. Und mit diesem Gefühl gehe ich durchs Leben und das gibt mir unglaublich viel Energie. In meinem Leben tue ich nur noch Dinge, die sich wirklich gut anfühlen. Ich tue sie mit Leichtigkeit. Ich putze gerne, hätte ich früher nie gemacht. Ich mache sogar gerne meine Buchhaltung für meine Firmen. Ich tue sogar die Steuererklärung gerne vorbereiten, weil ich einfach weiß, es ist schön, wenn es getan ist und ich bin glücklich, egal was ich tue. Es ist eben schön, Dinge zu erledigen. Es ist schön, nicht mehr so eine lange To-Do-Liste haben und ich sollte noch. Es ist schön, mit sich selbst im Reinen zu sein und einfach in Harmonie mit den paar wenigen Dingen, die wir wirklich brauchen. Und die Leute fragen mich immer, wie kriegst du so viel geschafft? Ja eben, wenn du mit dem Herzen Dinge tust, wenn dein Leben plötzlich nur noch aus Herzensprojekten besteht, dann nährt dich das, dann gibt dir das unglaublich viel Energie. Bei mir hat das ja begonnen mit meinen 4 Söhnen. Alle sagen immer, das ist ja total streng und yes, Gott, ich könnte das nie. Natürlich ist es streng. Ich stehe um 5 Uhr morgens auf. Ich brauche am Morgen 3 Stunden, bis alle gefrühstückt, angezogen, gewickelt in der Schule sind. Vielleicht sind es eher 4. Oder am Abend brauche ich 3 Stunden, bis alle gegessen haben und im Bett sind. Also ein kompletter Arbeitstag geht bei mir darauf, mich um meine 4 Söhne zu kümmern. Und ja, es ist viel, aber es gibt mir unglaublich Energie, Kraft, weil es eben eine nährende Beziehung hat. Und im Minimalismus tun wir unsere Werte definieren. Meine 3 Werte sind Leichtigkeit, Freiheit und nährende Beziehung. Oh. Ja, das Dritte, das ich gewinne, ist, es gelingt mir immer besser, mit Freude loszulassen. Und ich rede jetzt überhaupt nicht nur von physischen Dingen, da habe ich schon sicher 90% losgelassen. Viel schwieriger und viel nachhaltiger und wichtiger ist es, so auch Erwartungshaltung loszulassen. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Es gelingt mir unglaublich gut. Ich habe früher so feste Vorstellungen gehabt und habe daran festgehalten, wie etwas sein soll. Zum Beispiel hatte ich mal eine Kulturbar, wir hatten so viel investiert und ich wollte unbedingt das ganze Geld mit dem Verkauf wieder reinspielen, weil ich noch Schulden hatte. Und ich habe so lange daran festgehalten, ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, dass ich 40.000 Miete bezahlt habe für eine Bar, die leer war. Also das kam noch dazu. Ich habe es am Schluss dann losgelassen und konnte es relativ schnell verkaufen und habe es einfach abgeschrieben. Ich kann das abschreiben. Ich kann auch meine Erwartungen einerseits aim high, also den blauen Himmel. Ich stelle ihn mir vor, ich gehe total weit, aber ich bin sehr schnell mit sehr viel zufrieden, wie es ist.
Ich bin auch sehr flexibel, ich gehe auf das ein. Ich mache auch immer Frieden, ich schließe Frieden mit dem Worst Case. Okay, heute hatten wir zum Beispiel einen Dreh hier in Ghana für einen Dokumentarfilm. Mein Protagonist ist ausgestiegen und macht nicht mehr mit und hat mich geghostet monatelang. Jetzt bin ich einfach hier und wollte seine leere Fabrik filmen und Albert, der Kameramann, der mich jetzt auch gerade filmt, hat wunderschöne Drohnenaufnahmen gemacht und jetzt nutzen wir die Drohne eben auch noch für die Aufnahmen, die ich jetzt mache für meinen eigenen YouTube-Kanal. Und es ist ein wunderbarer Drehtag geworden. Wir haben viel getroffen. Wir haben sogar den Produktionsleiter getroffen, der ganz offen gesprochen hat über seine Enttäuschung, dass der Chef eben verschwunden ist. Und es wird ein wunderbarer Film. Und ich habe dem Protagonisten, der eben verschwunden ist, noch ein Video geschickt, wie ich da stehe. Und daraufhin hat er mich angerufen, hat ein schönes Gespräch und er hat dann eben diesen Produktionsleiter vermittelt. Ich habe nichts erwartet. Ich habe gedacht, ich bin zufrieden, wenn ich ein paar Bilder sehe, wie ich da vor dieser Fabrik stehe. Ich bin extra nach Ghana geflogen, auf meine eigenen Kosten, um diese Szene einzufangen. Und ich habe viel mehr bekommen. Also diese Balance, diese Kunst eigentlich wirklich, the sky is the limit. Also wirklich zu wagen, zu träumen, von der Fülle zu träumen, aber dann sehr auch zufrieden zu sein. Auch blöde Gedanken loszulassen. Wenn etwas dich stresst oder ärgert, sag, okay, das hat mich jetzt gerade geärgert, aber ich tue es gerade in die Vergangenheit. Also loslassen ist für mich so wie ein Jonglieren geworden, ein Spiel. Und ich lasse gern los mit einem Lächeln, wie dieser Buddha, ist es ein Buddha, ich weiß es gar nicht, wie diese Person mit einem Lächeln, Selim sagt ja immer so schön, die Dinge freigeben. Es ist völlig okay. Und je mehr es mir gelingt, meine blöden Erwartungen, wie die Dinge sein sollten, auf die Seite zu schieben und offen zu sein für das Potenzial, wie die Dinge eben sind, umso mehr spüre ich Leichtigkeit. Ja, und dann bin ich total verbunden mit meiner Kraft und mit meiner Energie und sogar mit einem wunderschönen Urvertrauen. Ich bin im Frieden mit mir selbst, ich traue mir die Dinge zu, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und ich tue das, was ich kann. Und ich schaue, dass ich da immer mehr und tiefer reinkomme, noch mehr Freude an dem habe und je mehr ich Energie in die Dinge reingebe, die mir wirklich am Herzen liegen, umso mehr Energie bekomme ich da raus. Das ist die ganze Kunst. Gut. Ja, das fünfte, das ich gewinne, ist ein Abenteuerleben. Und zwar zu 95%. Ich habe mal am Morgen früh, als ich meinen Sohn Leo um 6 auf den Bus in seine Schule gebracht habe, plötzlich dieses Video aufgenommen, wo ich die Frage stelle, du musst dich entscheiden, willst du zu 95% ein Abenteuerleben haben, wo Neues in dein Leben kommt, oder willst du zu 95% ein Leben als Archivarin oder als Archivar führen, wo du einfach eine Fortsetzung bist oder eben nicht mal eine Fortsetzung, wo du einfach dein Altes, deine Vergangenheit verwaltest und wo gar nicht viel Neues in dein Leben kommt. Und ich habe wirklich ein Abenteuerleben. Was heißt das? Das heißt, ich tue ganz viele Dinge, die ich noch nie getan habe, die ich nicht kann, wo ich mich wirklich anstrengen muss. Zum Beispiel dieses Projekt Leichtigkeit Live, das ich jetzt gerade mache, ein Live-Coaching mit Telegram-Begleitung, wo du alles 1:1 siehst, habe ich noch nie gemacht. Die Idee ist mir im Gespräch mit einer Kundin gekommen, Christine Krenz, und ich habe einfach in mich reingespürt und nach 2 Minuten ihr den Vorschlag gemacht und wir setzen es um. Oder zum Beispiel das Bestseller-Projekt mit Miriam Betancourt. Sie hat mich nach meinem Livestream gefragt, möchtest du einen Bestseller mit mir schreiben zum Thema Minimalismus und Astrologie im Business, was wirklich zählt? Natürlich habe ich ja gesagt. Marktrecherche für unser Buchprojekt. Das habe ich gemacht. Naja, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz habe ich das gemacht, so wie ich das auch immer mit meinen Kunden mache. Und Stefan, ich habe erste Ergebnisse dabei und darüber reden wir heute. Hi! Hi Miriam! Ich weiß bis heute noch nicht, wie man das macht. Aber ich weiß, wir werden das schaffen. Und ich finde es jeden Montag enorm spannend, mit Miriam öffentlich einen Livestream zu haben, wo wir diesen Prozess dokumentieren, wo wir jedes Mal Entscheidungen fällen und wo wir das einfach wirklich öffentlich machen. Also
dieses Abenteuer hilft mir, meine Komfortzone, wo ich mich in meinem bekannten Verhalten bewege, zu verlassen. Und da werden im Hirn neue Hirnwindungen gebaut, da gibt es neue Verbindungen. Ich bin kein Hirnforscher, aber so viel weiß ich, wenn du Neues tun musst, wenn du neue Wege gehst, dann werden auch neue neuronale Verbindungen, siehst du, ich kann es noch nicht mal sagen, neue neuronale Verbindungen, Netzwerke, die werden geschaffen, da tut sich was. Ich bin überzeugt, dass mich das frisch hält, dass mich das jung hält, ich bin am Ball, ich bleibe dran. Ich weiß noch nicht, was noch alles kommt. Also jetzt, wo ich das Video aufnehme, ist November, das Jahr ist noch lange nicht vorbei. Ich bin offen, das Neue soll kommen, die Herausforderung, ich nehme sie liebend gerne an, weil ich mich entschieden habe. Ich möchte einen leeren Teller haben, vielleicht ein paar ganz wenige Dinge aus der Vergangenheit mitnehmen, ein paar Dinge, die sich bewährt haben, eben nur meine Essenz, und den Rest möchte ich ein weißes Blatt haben, wo ich mein Leben jeden Tag neu schreiben kann. Und ich tue es. Punkt 6. Ich bin frei von negativen Emotionen. Ich habe gemerkt, dass hinter Emotionen stehen Entscheidungen. Ja, wenn ich kurz ärgerlich bin, dann sage ich es, lasse es raus, aber ich hau mir dann gleich auf die Finger und ich lasse die Emotionen gehen. Wenn etwas mich aufregt, dann ändere ich die Situation. Und es ist wirklich eine Entscheidung, die mir sehr viel Leichtigkeit bringt, dass ich einfach nicht in negative Emotionen reingehe, sondern immer im Herz bleibe und bei der Sachlichkeit, also im Herz und im Kopf. Das gehört dazu, dass ich keine pauschalen Vorwürfe mehr mache, dass ich die Leute nicht angreife, dass ich etwas sage, wenn ich etwas wahrnehme, dass ich bei meiner Ich-Botschaft bleibe. Habe ich sehr viel gelernt in der Paartherapie. Und wir denken manchmal, oder gewisse Leute denken, ich habe das früher auch gedacht, viele von uns denken, wir sind unseren Emotionen ausgeliefert. Die kommen und gehen und bei vielen gehen sie dann halt eben nicht mehr. Und ich sage einfach, im Minimalismus schütze ich mich auch vor meinen eigenen negativen Emotionen, weil die dienen mir nicht, die brauche ich nicht, die liebe ich nicht, die tun mir nicht gut, die heben nicht meine Energie, meine Freude an. Positive Emotionen dagegen, Freude, Begeisterung, Leidenschaft, die lade ich sehr bewusst in mein Leben ein, und zwar sehr aktiv. Ich lebe die wie ein Verb. Ich wende die an, ich lasse sie aufkommen. Ich habe gelernt, meine Emotionen zu steuern. Ich habe das auch auf die Trauer angewendet, als meine Mutter gestorben ist. Logisch habe ich Traurigkeit gefühlt. Manchmal weine ich, manchmal lasse ich es raus. Aber ich habe Frieden geschlossen. Es ist, wie es ist. Ich stelle keine Fragen, wo ich die Antwort nicht kenne und wo mir die Antwort nicht gut tut. So die Frage, warum ist meine Situation, wie sie ist? Warum hat es mich geprägt? Diese Selbstzerfleischung, dieser Teufelskreis der Abwärtsspirale mache ich nicht. Ich gehe jeden Abend glücklich schlafen und stehe jeden Morgen glücklich auf. Und ich sage dir, das kannst du steuern. Wenn du deine Sucht nach diesen negativen Emotionen, viele Leute haben eine Sucht, loslässt, und zwar sehr bewusst. Und weißt du, was das Schönste ist? Punkt 7. Ich sage liebend gern ja. Ich lasse das Leben zu mir kommen wie ein Fluss. Das geht natürlich nur, weil ich mich sehr gut schütze, weil ich meine Werte definiert habe, weil ich herzhaft Nein sage zu allem, was nicht in mein Leben kommen soll, was ich nicht möchte, was ich nicht brauche. Aber das hat gar keinen Fokus mehr. Mein Fokus ist voll auf dem, was ich möchte. Und ich ziehe immer nur noch Dinge an, die ich wirklich möchte. Ich liebe es, Ja zu sagen. Und weil ich habe ja einen leeren Teller, ich habe ja ein Abenteuer, ich habe ja Platz. Das Blatt ist weiß, ich lasse mir Freiraum. Ich habe Amor Vacui, ich liebe die Leere, weil ich weiß, dass das gut und dass nachher die Fülle kommt und eben nicht die aufgewärmten Resten vom Vortag oder Vorvortag. Wenn du Lust hast, auch Ja zu sagen, dann macht mit bei meinem Projekt. Ich freue mich und ich garantiere dir, du wirst dich leichter fühlen und befreiter. Danke und tschüss. Mikrofon.